Bisher waren wir ja immer in der Münchner Region unterwegs auf unserer Techniklandkarte. Dieses Mal geht es ein bisschen weiter nach oben und zwar nach Kopenhagen in Dänemark. Da sitzt nämlich die Firma Skarhøj, die diese wunderbaren Controller hier herstellt. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Wir haben uns für das RCP Pro entschieden und damit verbinden wir heute die Canon und die Arri. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Und ihr habt hier schon die erste Web-Oberfläche offen. Das ist Reactor, das ist die Software, die eben auf diesen neuen Panels läuft. Alle Panels, die ihr dazu braucht, sind die Bluepill Inside Panels. Mittlerweile gibt es keine anderen mehr, aber das nur mal so gesagt. Wenn ihr eine Bluepill Inside habt, dann habt ihr auch Reactor online. Wenn wir jetzt auf dieser ersten Seite schauen, das ist die Home-Seite von Reactor, gibt es eben auf der rechten Seite die Devices-Ansicht und hier in der Mitte die Ansicht für die einzelnen Controller. Wie gesagt, wir haben hier das RCP Pro. Und wir können hier schon verschiedenste Konfigurationen auswählen. Das machen wir gleich. Und hier auf der rechten Seite haben wir auch noch den Button Add Devices. Wenn man hier draufklickt, zeigt er an, was hier alles im Netzwerk zu sehen ist. Ich habe beide schon angelegt, deswegen werden sie jetzt auch nicht mehr aufgeführt. Und wir haben sie hier rechts schon angezeigt und als Connected einmal die Alexa 35 mit ihrer IP-Adresse und einmal die Canon EOS C400 mit dem Canon XC-Protokoll. Zu dem Canon XC-Protokoll gibt es noch Folgendes zu sagen. Das müsst ihr auf der Kamera noch aktivieren. Es gibt ein Tutorial von Canon dazu. Es ist manchmal nicht ganz so einfach, wie man es sich in dem Tutorial vorstellen könnte. Wenn ihr dazu noch Hilfe braucht, meldet euch gerne, denn es hat manchmal ein bisschen gedauert. Wenn wir jetzt dann wieder in die Software hineinschauen, haben wir eben diese Konfigurationsauswahl. Und wenn wir dieses Dropdown-Menü aufmachen, gibt es eben schon vorgefertigte von Skarhøj. Und zwar gibt es 3 Stück für Arri Official, für die Alexa 35 Live, für die Amira und Mini und für die Mini LF. Das sind Setups, die Arri mit Skarhøj zusammen entwickelt hat, um zu sagen, das ist das User Interface, das sich Arri auf dem RCP Pro hier vorstellt. Man kann das Ganze aber auch eben mit dem RAW Panel RCP Pro, mit dem RCP Camera Control und mit dem IP-Adress steuern. Bei diesen unteren 3 ist der große Unterschied. RAW Panel RCP Pro bedeutet in diesem Fall, wenn ich ein anderes Device mit einer anderen Bluepill im System habe und mein komplettes System nur über eine Bluepill steuern möchte, ist es so, dass ich dieses Panel hier in diesen RAW-Modus schalten kann und dann kann ich alles von der anderen Bluepill, wenn ich sie verbunden habe, machen. Das macht nur bei großen Systemen Sinn, um eben alles von einer zentralen Stelle zu kontrollieren und sich nicht wirklich auf jedes einzelne Panel einloggen zu müssen, um da Änderungen vorzunehmen. Das unterste RCP Pro Show IP-Address ist, wie der Name schon sagt, einfach nur ein Modus, um hier auf diesem Front-Display die IP-Adresse des Panels anzuzeigen, um einfach es schneller im Netzwerk zu finden, wenn man wirklich IP-Adressen noch einrichten muss oder einfach gucken muss, wo liegen die Panels in welcher Range. Wir nutzen hier RCP Camera Control. Und wenn wir dieses Panel oder beziehungsweise dieses Preset lauten, haben wir den Kameraselektor, wir haben Teleforwarding und Routing Trigger. Dazu kommen wir gleich. Wie gerade schon gesagt, haben wir hier rechts die Kameras. Wir können jetzt über diese Add-Schaltfläche sagen, wir möchten die Alexa 35 hinzufügen und eben auch die Canon EOS C400. Wenn wir es dann angelegt haben, ploppt das Ganze hier auch schon auf. Wir sehen gerade, Alexa 35 ist ausgewählt. Wenn wir jetzt hier über den Shift-Key nach oben wechseln, haben wir hier auch sofort die EOS C400 ausgewählt. Ein kleiner Hinweis dazu, wir haben unser System gerade nicht im Internet bzw. im Netzwerk hängen, sondern nur in einem geschlossenen Netzwerk. Das bedeutet, alle Packages, die eben die Controller brauchen, um damit zu arbeiten, haben wir vorher installiert. Wir schauen uns auch gleich auf der Package-Seite nochmal an, wie das geht. Es ist aber auch möglich, dass wenn ihr im Netzwerk Devices findet, wie eben hier die EOS C400, dass eben das System, wenn es mit dem Netzwerk verbunden ist, automatisch sich die Packages zieht und auch installiert. Aber das schauen wir uns auch gleich nochmal dann in Ruhe an. Jetzt schauen wir uns erstmal noch die anderen Punkte auf der ersten Seite an. Hier gibt es dann noch den Punkt Teleforwarding und Routing Trigger. Bei Teleforwarding ist es so, dass wir eben, wenn wir von einem Bildmischer ein Signal bekommen, wie beispielsweise von einem Atem, dass unsere Kamera, die wir gerade auf dem RCP Pro ausgewählt haben, eben geschnitten ist, kann das RCP Pro auch die Tele-Status anzeigen, wie grün und rot, also Program und Preview. Und bei dem Routing Trigger ist es so, wir haben hier wie auf jedem RCP eine Preview-Taste.
Wenn man die drückt, schaltet der Routing-Trigger um und wenn wir dann eine AYA Kumo oder eben Blackmagic Video Hub Matrix dran haben, kann sich der Engineer in Charge praktisch das Ganze vorher auf seine Vorschau legen, dass er weiß, was er am RCP macht. Also alles wie bei klassischen RCPs auch, nur dass wir es hier über mehrere Kamerahersteller eben verbinden können. Wir haben weiter unten noch ein GPI Input Mapping und ein GPIO Output Mapping. Wenn ich hier mal kurz draufklicke, seht ihr, dass die Tally Program Preview schon ausgelegt ist. Wir hatten hinten ein Sub-D, da können wir das Ganze dann dran anschließen. Also es geht auch noch über die Sub-D-Anschlüsse, falls es eben klassisch wie im Ü-Wagen verkabelt werden soll und eben keine Netzwerkschnittstellen dafür da vorgesehen sind. Wenn wir oben in der Matrix bzw. in den Optionen weitergehen, gibt es noch die Punkt Configuration. Hier seht ihr das Panel genau wie es ist, auch vor euch. Hier könntet ihr, wenn ihr wollt, einzelne Knöpfe wirklich komplett anders belegen. Wenn ihr sagt, ihr wollt diesen Knopf hier beispielsweise, die jetzt als Color Temperature angewählt ist, kann man hier sagen, ich möchte einen komplett anderen Wert. Aktuell haben wir White Balance Kelvin von Canon XC, Device ist eine EOS C400. Das ist aber eine Aktion, die ein bisschen Know-how in der Programmierung von Reactor bedarf. Da gibt es online sehr, sehr viele Wikis dazu auf der SKAHOI-Seite. Deswegen vielleicht vorher erst noch mal kurz drüber nachlesen und dann zu ändern, weil das ist teilweise jeder Knopf etwas tiefgreifender. Wenn ihr jetzt nicht direkt am Panel sitzen solltet, wie ich jetzt hier, der einfach hinlangt und seht, okay, ich fahre die Blende nach oben, passiert es in der Kamera? Ja, passiert. Habt ihr die Möglichkeit, auf den nächsten Rider umzuschalten. Das ist der Simulator und hier wird exakt die Kamera bzw. das Panel zur Kamera abgebildet. Hier könnt ihr alle Werte einsehen. Ihr könnt, wie gesagt, hier auch Tasten drücken. Dann seht ihr, dass das Panel an sich gerade und die Web-Oberfläche auch umschaltet, um eben, wie gesagt, wenn man nicht am Panel sitzt, dass man es einfach nochmal checken kann, was macht gerade meine Funktion und funktioniert sie auch. Und das ist dann in vielen Dingen doch sehr hilfreich, wenn man komplexere Setups eben programmieren muss, herstellerübergreifend. Auf der nächsten Seite ist eben das vorhin angesprochene Package-Setup. Hier sehen wir, was alles schon auf unserer Bluepill in dem RCP Pro installiert ist. Und zwar haben wir hier den Core für AD Cinema Kameras, wir haben den Core für die Canon Kameras, die das XC-Protokoll unterstützen. XC-Protokoll bei Canon ist eben C500, C400, C300, die C70 und die C80. Die könnt ihr alle damit steuern. C70 und C80 bedarf meines Wissens noch einen USB-C auf Ethernet-Dongle, um die Kameras zu steuern. Die C400 hat auf jeden Fall hier einen harten Netzwerkanschluss, den man einfach dafür nutzen kann. Ansonsten gibt es hier noch den Hardware Manager, den System Manager, Reactor und eben das Operating System. Ihr habt hier hinten die Firmware bzw. Softwarestände, die könnt ihr auch über einen Dropdown auswählen. Und wenn das Ganze mit dem Internet verbunden ist, was man hier oben rechts sieht, gerade leuchtet es bei uns rot, weil wie gesagt, es ist nicht verbunden mit dem Internet. Wenn dieses Ding grün wäre, hättet ihr die Verbindung und dann könnt ihr hier auch Updates installieren, wenn neuere Versionen rauskommen. SKAHOI ist da sehr, sehr bemüht, immer aktuell neue Features mit zu implementieren oder auch auf Wünsche einzugehen. Weiter unten auf der Seite seht ihr eben die ganzen Cores, die verfügbar sind. Wir haben hier BirdDog PDZ Control, Barco E2. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viel und ihr könnt wie ähnlich bei Companion euch eben euer Core-System raussuchen, was möchte ich damit steuern. Brauche ich jetzt beispielsweise irgendwie auf dem RCP Pro hier noch Sony-Kameras, dann lade ich mir den Sony Core runter, installiere den und habe meistens auch sofort eine Anleitung dabei, wie ich es eben irgendwie zu nutzen habe. Auf der letzten Seite haben wir den Settings-Tab. Der ist einfach hauptsächlich für Troubleshooting und irgendwie administrative Tätigkeiten auf dem Panel zu nutzen. Wie hier zeigt man nochmal das RCP, also das Operating System, System Manager und so weiter. Hier habt ihr auch eine noch dediziertere Einstellmöglichkeit für die IP-Adressen. Ihr habt den Ethernet-Part. Es hat auch ein integriertes Wi-Fi-Modul. Das heißt, wenn ihr beispielsweise über Ethernet mit eurem System verbunden seid und über Wi-Fi sagt, ihr wollt noch ins Internet gehen, um euch irgendwie Packages zu ziehen, kann sich das Wi-Fi
Modul in ein komplett separates Netzwerk einklinken und darüber auch Internet beziehen. Man kann aber auch hier sagen, über diesen Schalter, dass es eben das und das Netzwerkmodul nicht für Internet Access nutzen soll. Weiter unten habt ihr die Wi-Fi-Settings, ihr habt den RAW-Panel-Mode und ihr habt eben Login-Daten für den Login auf den Panels, die jetzt bei uns gerade deaktiviert sind. Und rechts habt ihr die Logs, um sie auch runterzuladen, falls ihr ein Problem habt oder falls ihr irgendwie ein wiederkehrendes System habt, was nicht so ganz funktioniert, kann man sich hier die Logs runterladen und dann eben zu SCARHEU schicken, um das Ganze einzusenden. Jetzt nur noch mal kurz zum Panel. Was habe ich hier? Ich habe hier eben für die Canon die Blende. Ich habe hier White Balance. Ich habe wirklich alles, was ich auch nutzen möchte. Ich kann hier einen Record-Trigger schalten. Ich kann hier, wie gesagt, auf die Previews umgehen. Und das Ganze, wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Arri gehen, haben wir eben auch hier. Wie gesagt, hier das Arri-Preset ist ein bisschen abgespeckter als das, was sich Arri selbst überlegt hat, wie sie das Panel belegt haben wollen. Aber wie gesagt, ihr könnt es euch auch selber komplett customizen, wie ihr euch das vorstellt. Und habt dann im Endeffekt auch alle Werte vorliegen, die ihr haben möchtet. Und das ist eben der große Vorteil von diesen SCARHEU-Panels, dass wir wirklich extrem flexibel auf vielerlei Hersteller reagieren können. Das heißt, wir können Canon mit Arri verbinden, wir können Canon und Sony und Arri in einem Netzwerk betreiben und zusätzlicherweise natürlich auch noch Daten von Bildmischern wie Blackmagic, ROS und so weiter abgreifen, um wirklich ein komplettes System zu verschachteln, um zu sehen, wo und was ist gerade in meinem System los und was möchte ich alles damit steuern, ohne dass wir 3, 4 verschiedene Panels nebeneinander brauchen. Und das geht eben nicht nur mit diesem RCP Pro, sondern schaut mal auf die SCARHEU-Website, da gibt es sehr, sehr viele Panels, die man nutzen kann. Und wenn ihr zu diesen Panels oder zu Reactor noch Fragen habt, dann schickt sie uns gerne, schreibt sie die gerne in die Kommentare und dann gehen wir da sicherlich mal drauf ein.